In diesem Video gebe ich dir den schnellsten und effektivsten Weg, um Japanisch zu lernen. Keine Vorkenntnisse nötig. Du fragst dich, wie effektiv? Was, wenn ich dir sage, dass du innerhalb von bloß 3 Monaten Anime mit japanischen Untertiteln ansehen wirst? Und so geht's. Als allererstes schaust du kurz unten in die Videobeschreibung und holst dir die App Megaku. Die kannst du 10 Tage lang kostenlos testen und wenn du meinen Link verwendest, erhältst du mit dem Abo noch einen ganzen Monat gratis. Als allererstes installierst du die App. Die gibt es für Android, iOS und auch Chrome-basierte Browser. Such dir einfach aus, was dir am besten gefällt. Im Video hier zeige ich dir die Smartphone-Version. Wenn du Hiragana und Katakana kannst, dann spring jetzt im Video einfach 30 Sekunden vor. Wenn nicht, dann machst du einfach Folgendes. Du öffnest die App und klickst hier unten rechts auf das Pluszeichen und danach auf Add Megaku Kurs. Hier hast du jetzt 2 Kurse zur Auswahl. Was du brauchst, sind die Japanese Fundamentals. Da klickst du einfach auf Download und sobald dein Kurs fertig runtergeladen hat, sagt er dir das. Dann klickst du hier oben nochmal fix auf das X und dann hast du den hier bereits in deiner Liste. Jetzt kannst du den Kurs hier einfach direkt anklicken und damit anfangen, die japanischen Schriftzeichen zu lernen. Die Kana sitzen, dann geht es weiter. Die große Besonderheit der App ist es, dass du mit ihr ganz einfach Wörter nachschlagen kannst. Und warum das so wichtig ist, das zeige ich dir gleich. Standardmäßig ist das Wörterbuch auf Englisch, du kannst aber auch ganz schnell ein deutsches installieren. Das habe ich wieder in der Videobeschreibung verlinkt. Hast du das heruntergeladen, klickst du einfach hier oben links auf das Menü, öffnest hier die Dictionary Settings und klickst hier jetzt einfach auf Install from File. Jetzt öffnet sich dein Dateibrowser und hier suchst du einfach die Wörterbuchdatei aus, die du eben heruntergeladen hast. Das wadokuyomitan.zip. Einmal anklicken, dann dauert das kurz ein bisschen, während der das Wörterbuch installiert. Sobald es installiert ist, taucht das Wörterbuch jetzt in deiner Liste hier auf. Du kannst auf die Punkte davor klicken und das nach oben ziehen. Fertig. Als nächstes öffnest du wieder das Menü von Megaku, indem du hier oben links auf das Icon klickst und wählst jetzt YouTube aus. Sobald sich YouTube hier geöffnet hat, klickst du einfach ganz normal in die Suche und suchst nach Tadoku. Einmal bestätigen. Und dann findest du das hier direkt, kannst den Kanal öffnen und wenn du den Kanal hast, wählst du einfach die Playlisten aus und bei den Playlisten nimmst du direkt die erste Level Start, klickst die an und jetzt ist es eigentlich egal, wo du anfängst, aber du kannst einfach das allererste Video hier nehmen, klickst das wieder an und jetzt hat sich das Video geöffnet. Bevor du das Video jetzt aber ansiehst, klickst du auf Watch with Megaku. Dann sieht das Fenster so aus. Und jetzt machst du noch den nächsten Trick. Du klickst hier unten auf diesen kleinen Zauberstab. Und jetzt musst du noch mal kurz warten, weil jetzt generiert Megaku Untertitel. Das machst du, weil die wesentlich besser sind als die YouTube automatisch generiert. Dass die Untertitel generiert sind, erkennst du daran, dass hier unten jetzt da steht Subtitles Japanese und in Klammern Megaku AI. Jetzt kannst du das Video ansehen, indem du einfach auf den Play-Button von Megaku drückst. Und jetzt passiert Folgendes, der Text wird vorgelesen und gleichzeitig dazu siehst du hier unten die Untertitel. Die große Besonderheit dieser Untertitel ist aber, dass du hier jetzt zum Beispiel das Akai hier einfach mal anklicken kannst und zack, hast du eine Übersetzung aus einem Wörterbuch hier drin und siehst, okay, Akai bedeutet rot. Das ist auch noch nicht alles. Sobald du jetzt hier diesen kleinen Button drückst, nimmt er einen Teil von dem Video auf, nimmt sich zudem noch einen Screenshot und erstellt dir so eine Vokabelkarte, wo du nicht bloß das japanische Wort drauf hast und die deutsche Übersetzung, sondern auch noch Ton und Bild dazu. Ideal zum Lernen. Und so gehst du jetzt einfach das gesamte Video durch. Bist mit diesem Video fertig, gehst du das nächste Video auf diese Art und Weise durch. Immer wenn du irgendwas nicht verstehst, klickst du einfach wieder das unbekannte Wort an und erstellst dir eine Vokabelkarte basierend darauf. Jetzt kannst du auch noch weitergehen, wenn du jetzt sagst, okay, ich weiß jetzt vielleicht jedes Wort, aber bin mir dennoch ein bisschen unsicher, was der gesamte Satz bedeutet. Dann kannst du einfach diesen Button hier anklicken, dann rattert der wieder kurz und dann bekommst du eine Übersetzung von JetGPT und siehst zum Beispiel Akai Ichigo no Shoto Keki bedeutet so viel wie roter Erdbeerkuchen. Willst du hingegen genau wissen, was jeder einzelne Teil des Satzes bedeutet, klickst du einfach diesen Button hier daneben an und dann gibt dir JetGPT eine Aufschlüsselung des Satzes und dann fängt er hier an, sagt er erstmal, okay, Akai bedeutet rot, Ichigo bedeutet Erdbeere,
No zeigt an, dass etwas eine Zugehörigkeit ist. Und Shortokeki, sagt er direkt, ist ein Schichtkuchen. Und wenn du willst, dass die Erklärungen von ChatGPT wie auch hier im Video auf Deutsch sind, dann machst du einfach Folgendes. Wenn du hier gerade ein Wort anklickst und nachschlägst, dann erstellst du einmal eine Karte mit dem großen orangenen Button. Und sobald der den Card Creator geöffnet hat, klickst du hier auf das Zahnrad und wählst dann bei Translation und ChatGPT Explanations German aus. Klar, KIs sind nicht perfekt und gerade japanische Grammatik erklären sie immer ein klein wenig komisch. Aber im Regelfall reicht es einfach zu verstehen, was dir der Satz mitteilen will, um eine Sprache zu lernen. Wenn du hingegen dennoch absolut genau wissen willst, wie die japanische Grammatik funktioniert, geh einfach auf meine Webseite www.kavalaban.de. Wenn du dich so durch die Videos von Tadoko durcharbeitest und das Level nach und nach immer weiter erhöhst, von Start über 1 bis hin zu 5, wird dein Japanisch ganz nebenbei immer besser. Und natürlich musst du nicht bloß Tadoko nutzen, um so zu lernen. Du kannst auch andere japanische Videos verwenden. Mein Geheimtipp: Nimm einen Japan-VPN wie zum Beispiel ProtonVPN, Link wieder in der Videobeschreibung, und such dann nach offiziellen japanischen YouTube-Kanälen wie zum Beispiel dem von Pokémon oder Anime-Publishern wie Toei. Die bieten in Japan nämlich sehr viele ihrer Anime-Episoden kostenlos auf YouTube an, die du so zum Lernen verwenden kannst. Aber Migaku hilft dir nicht bloß bei YouTube-Videos. Du kannst die App auch verwenden, wenn du zum Beispiel mit irgendwelchen physischen Büchern lernen willst. In diesem Fall öffnest du wieder das Menü hier oben und klickst jetzt auf Capture. Jetzt hast du Zugriff auf deine Smartphone-Kamera und kannst zum Beispiel hier, ich nehme jetzt einfach mal einen Manga auf dem Kindle, wo du nicht einfach die Wörter anklicken kannst. Und jetzt mache ich hier ein Bild davon. Ein Bild davon. Dann bestätigst du das mit einem Klick auf den grünen Haken. Jetzt kannst du hier die roten Ecken zurechtziehen, dass da möglichst bloß der Text drin ist. So ist er ein wenig genauer. Und dann siehst du, dass er dir den Text hier unten wieder angibt und du kannst jedes einzelne Wort nachschlagen. Die Bedienung ist genau wie auf YouTube. Du kannst auch hier Karten erstellen, obwohl in diesem Fall die Sprachausgabe dann bloß automatisch generiert ist und nicht direkt aufgenommen. Wenn dein Japanisch so im Laufe der Zeit immer besser wird, kannst du am PC mit der Browser-Erweiterung von Migaku sogar noch einen Schritt weiter gehen, weil dort kannst du sogar Netflix und Disney Plus mit diesen Funktionen verwenden. Und erneut hilft ProtonVPN weiter, mit dem du hier nämlich Zugriff auf eine ganze Reihe von japanischen Filmen und Serien bekommst, die es im Dachraum einfach nicht gibt. Und das ist bereits das ganze Geheimnis zum Lernen einer Sprache an sich. Du brauchst keine teuren Sprachkurse und Lehrbücher und ähnliches. Du musst nur jeden Tag Inhalte in deiner Zielsprache ansehen und mit der hier gezeigten Methode verstehen. Wort für Wort und Satz für Satz. Der Rest geschieht eigentlich ganz nebenbei automatisch. Und das nicht bloß bei Japanisch, sondern auch bei jeder anderen Sprache, die du lernen willst. Und wenn dich jetzt die Details hinter dieser Methode interessieren, du deinen Lernablauf weiter verfeinern willst und du auch vorhast, das Reden und Schreiben zu üben, dann folge einfach der Playlist, die hier links im Bild. Und hier sage ich damit wie immer: Ciao und bis zum nächsten Mal.